Als ich ein Kind war, sagte meine Mutter oft, was für ein Glück wir doch hätten, in Deutschland zu leben. Kaum ein Land, meinte sie, sei freier, sicherer, gerechter. Hier könne ich sein, wer ich bin und werden, was ich will. Deutschland, das war für sie ein Versprechen, das man nicht zu hinterfragen brauchte. Ein Kompass mit nur einer Richtung. Vorwärts. Heute blickt meine Mutter mit anderen Augen auf unsere Heimat. Damals sprach sie von Möglichkeiten, heute von Krisen. Damals glaubte sie an Aufbruch, heute an Abstieg. Heute bin ich es, der ihr erklären will, dass die Zukunft kein schwarzes Loch ist, das uns verschlingt. Denn in den letzten 3 Jahrzehnten ist der einst blühende Garten der Hoffnung verwelkt. In ihr und in Millionen anderen Menschen in diesem Land. Es ist, als sei ein dunkler Pac-Man durch die Republik gezogen und hätte all das verschluckt, was uns mal zusammenhielt. Vertrauen, Zuversicht, Optimismus. Von der See bis zu den Alpen, von der Saar bis an die Lausitz, scheint die Menschen nur noch ein Gefühl zu ein. Dass wir auf einem rostigen Tanker leben, der auf Grund gelaufen ist. Wie konnte es so weit kommen? Was ist kaputt gegangen in diesem Land? Was ist kaputt gegangen in uns? Genau das möchte ich herausfinden. Und deshalb reise ich quer durch Deutschland. Ich will beobachten, zuhören, verstehen. Ich will Menschen treffen, die anders denken, anders fühlen, anders leben als ich. Denn vielleicht ist das Radikalste, was man in Zeiten der Spaltung tun kann, einander begegnen. Und ich beginne hier, auf Rügen, am nordöstlichsten Punkt der Republik, auf der größten Insel des Landes. Dort, wo die Felsen bröckeln wie Kreide und die Wellen gegen das Land schlagen, als wollten sie es sich holen. Ach ja, für alle, die mich nicht kennen, ich bin Eugen. Geboren in Russland kurz nachdem in Deutschland die Mauer fiel. Weil die Vorfahren meines Vaters vor 250 Jahren von Oberbayern an die Wolga pilgerten, durften wir Mitte der 90er zurückkehren ins gelobte Land. Damals, als die Rede war vom Ansturm der Armen, meinte man uns. Die asozialen Kulturfremden, die sich auf das überfüllte deutsche Boot drängten. Die da von Russland kommen, die kapieren ja die deutsche Sprache gar nicht. Die sind dumm in dem Sinn. Und dann machen sie einen Lehrgang mit, machen sie noch Blödsinn, dann den zweiten. Und das bezahlt ja alles hier, unsere Stadt. Ne? Auf Staatsnacken gönnten wir uns eine Wohnung in einer thüringischen Kleinstadt. Das ist übrigens Mutter. Und ja, sie freut sich über Werbeprospekte. Und das bin ich mit meinem Lieblingsspielzeug, sponsored bei Rotes Kreuz. Meine Kindheit war nicht unbeschwert, aber irgendwie schön. Zwischen verfallenen Platten und Männern mit Glatzen lernte ich meine neue Heimat kennen. Der Fernseher war der beste Deutschlehrer, den ich mir wünschen konnte. Und mein täglich Dragon Ball Z gibt mir heute, wurde mir nur einmal geraubt, als 2 Vögel aus Stahl im fernen New York in die Twin Towers krachten. Selbst Son Goku konnte da nichts mehr retten. Ich pubertierte in den 2000ern. Geile Zeit, oder? Meine Helden hießen Tupac, Eminem und Agro Berlin. ICQ war ein Fenster zur Welt, LimeWire mein virenverseuchter Entertainment-Dealer. Die Aufklärung übernahm Filme wie American Pie. Und Assi-Toni erklärte pickligen Jungs wie mir das weibliche Geschlecht. Meine Generation hat nie groß aufgemuckt. Immerhin gab es Wodka E für 99 Cent. Und so nahmen wir auch schulterzuckend hin, als wir auszogen und feststellten, dass wir uns die Wohnungen in den Städten kaum leisten können. Und wir fanden es auch nicht schlimm, dass der Traum vom Eigenheim längst ausgeträumt ist. Und irgendwie ist es auch okay, dass unsere Renten so unsicher sind wie das Amen in der Kirche der Gottlosen. Denn hey, immerhin dürfen wir uns selbst verwirklichen und nach dem Sinn des Lebens suchen. Zum Beispiel bei Yogakursen am anderen Ende der Welt oder beim Backpacken in Asien. Wer braucht schon ein Auto, wenn er ein Fahrrad hat? Und wer ein Haus, wenn es auch ein Zelt tut? Hat sich viel verändert in Deutschland. Aber ich bin trotzdem guter Dinge. Nur leider gehöre ich damit irgendwie einer aussterbenden Spezies an. Genau deshalb mache ich wohl diese Reise. Nach dem Studium arbeitete ich als Journalist. Ich bin neugierig, ich erzähle gern Geschichten, ich mache gern Videos. Und mich interessiert wirklich, was los ist in diesem eigentlich doch so schönen, reichen Land. Keine Sorge, ich bin übrigens ganz unabhängig unterwegs, also nicht GEZ finanziert. Und keine Angst, ich bin auch keiner dieser Typen, die mit einer GoPro durchs Frankfurter Bahnhofsviertel laufen und dann erklären, dass Deutschland untergeht. Ich will es unaufgeregt angehen, aber ehrlich. Offen und ohne Scheuklappen. Also, los geht's. Moin Moin aus Rügen. Bin heute angekommen. Ersteindruck ist sehr, sehr positiv. Es ist echt wunderschön. Man vergisst immer, wie schön Deutschland eigentlich auch ist. Und ja, ich freue mich unglaublich doll auf die kommenden Tage. Ich bin übrigens seit Ewigkeiten nicht mehr auf einer deutschen Insel gewesen. Die einzigen 2 Male, die ich auf einer deutschen Insel war, waren
Jahren auf Klassenfahrt. Einmal Sylt und einmal Borkum. Ich glaube einmal 5. Klasse und einmal 7. Klasse. Ja, ist auf jeden Fall ein Weilchen her. Joa, ich freue mich sehr drauf. Meine erste Ostseeinsel und meine erste deutsche Inselerfahrung als Erwachsener. Geil. Ich bin ehrlich, Rügen stand nie auf meiner Bucketlist. Dachte ich ans Reisen, träumte ich von grünen Kokospalmen und bunten Korallen, nicht von Kurbädern, Kräuterschnaps und Kreidefelsen. Doch kaum hatte ich meinen Fuß auf die größte Insel Deutschlands gesetzt, wusste ich, einen besseren Startpunkt für den Beginn meines Trips durch die Republik hätte ich mir kaum aussuchen können. Denn Rügen ist gewissermaßen Deutschland im Brennglas. Beliebt und wunderschön und doch selten zufrieden und seltsam verunsichert. Die Insel empfängt ihre Gäste mit grünen Wäldern, weißen Stränden und dem Geruch der Ostsee. Über 6 Millionen Menschen kommen jedes Jahr hierher. Doch wie so oft an Sehnsuchtsorten klafft auch hier ein tiefer Graben. Zwischen denen, die Urlaub machen, und denen, die ihn möglich machen. Trotz des boomenden Tourismus zählt die Region zu den einkommensschwächsten Deutschlands. Die Massenarbeitslosigkeit der 90er ist vergangen. Doch die Narben der Nachwendezeit sind geblieben und sitzen bei einigen noch heute tief wie eine zweite Haut. Vor 50 Jahren lebten hier rund 90.000 Menschen. Heute ist es 1/3 weniger. Dörfer leeren sich, Schulen schließen, Begegnungsorte verschwinden. Wohnen, wo andere Urlaub machen. Das klingt gut auf Werbeplakaten. Aber auf einer Insel, die langsam ausdünnt, verliert der Slogan seinen Glanz. Und vielleicht erklärt das ein bisschen, warum manch ein Insulaner müde ist vom ständigen Wandel. Warum sie misstrauisch auf die Versprechen von blühenden Landschaften blicken. Und warum bei der Bundestagswahl fast die Hälfte ein Kreuz bei der AfD setzte. Rügen hat seinen Ruf als blaue Insel längst zementiert. Anfangs war die Aufregung groß. Es hieß, das Image sei zerstört, Touristen würden fernbleiben. Doch viele kamen trotzdem. Und einige gerade deswegen. Denn manche finden hier genau das, was sie anderswo vermissen. Ein Stück Deutschland, das so ist, wie es früher mal gewesen sein soll. Sauber, sicher, weiß im Stadtbild. Ein Ort, der sich ebenfalls dem Wandel der Zeit widersetzt, ist Omas Küche und Quartier. Ein rustikales Restaurant im Herzen von Binz, das seine Speisekarte lieber konserviert als überdenkt. Ja, es gab ja diese große Diskussion um Zigeunerschnitzel mit Negerkuss, dass uns ein Professor aus Hamburg sogar die Polizei auf den Hals gehetzt hat. Dann kam ja die Ostsee-Zeitung, hat aber dummerweise auch eine Umfrage gemacht. Und ich weiß nicht, wie viele Abonnenten sie haben, aber 89% der Abonnenten haben gesagt, das soll so bleiben. Und wie die Bild-Zeitung ja nun mal schon mal so ist, ne, Springer Verlag, sie haben das dann Copy and Paste aufgenommen, haben dieselbe Umfrage gemacht und ich habe gedacht, ich falle vom Glauben ab. Bei 80.000 Votes auf diesen Bericht haben 96% der Abstimmenden gesagt, das soll so bleiben. Diese Minderheit liegt nicht bei denen, die dieses Zigeunerschnitzel und Negerkuss weiter haben wollen, sondern die Minderheit liegt bei denen, die es verteufeln. Wir möchten einfach, dass unsere kleine Welt, so wie sie war und wo wir uns alle wohlgefühlt haben, jeden Tag, wir sind diejenigen, die ein bisschen diese heile Welt aufrechterhalten. Und ich muss Ihnen eins sagen, wann war das? Vor 2 Jahren? Wir haben noch nie so viel verkauft wie in diesem Jahr. Ja? Also die Leute sind hier hingepilgert, nur um zu sehen, ob das tatsächlich stimmt. Und da sehen Sie doch dran, dass diese kleine Gemeinschaft, die uns das Leben vorschreiben will, gar nicht so groß ist. Und wir haben auch versucht, das auch so zu kommunizieren, dass uns auch keiner missversteht. Ja, wir haben gesagt, das hat ja nichts damit zu tun, dass wir jetzt hier irgendwo rassistisch veranlagt sind oder so, sondern das sind für uns einfach traditionelle Namen. Und solange sie nicht verboten werden von irgendjemandem, werden wir da auch dran festhalten. Ich lasse mir von niemandem auf dieser Welt mehr vorschreiben, was ich zu sagen oder vielleicht sogar zu denken habe. Die Zeiten sind vorbei. Und manchmal habe ich wirklich das Gefühl, dass wir hier wieder in der DDR 2.0 leben. Weil viele Leute, junge Leute, wissen gar nicht mehr, wie das war. Man musste früher sich reiflich überlegen, wo man was gesagt hat. Und dass wir jetzt wieder solche Zeiten haben, das ist für mich einfach furchtbar. Wenn ich mal in meine Kindheit zurückdenke, ich bin mit Türken aufgewachsen, mit Italienern. Die waren bei mir in der Klasse, wir waren Freunde, wir haben nachmittags die Straßen unsicher gemacht. Es waren in Anführungsstrichen Zigeuner
mit in meiner Klasse. Den Vater habe ich kennengelernt, das war früher nannte man ihn Zigeunerbaron, ich weiß nicht, wie heißt er heute, vielleicht nur noch Baron. Die waren steinreich mit ihrem Teppichhandel, den sie damals gemacht haben. Ich wurde da behandelt wie ich glaube, ich war der 6. Sohn dann in Anführungsstrichen. Also ich habe keinerlei Probleme, ich habe weltweit gearbeitet, ich habe gegen keinen Menschen aus anderen Ländern oder anderen Kulturen irgendwelche Vorurteile. Wo ich Vorurteile gegen habe, das sind die Menschen, die deutschen Menschen hier in diesem Land, die uns hier versuchen einzugrenzen in unserem Denken, in unserem Fühlen. Und wie gesagt, wir sind hier, glaube ich, die offensten. Wir hatten zwei Syrer hier am Arbeiten. Wir haben Bulgaren hier am Arbeiten. Wir hatten Homosexuelle hier am Arbeiten. Ja, und sie sind alle genauso behandelt worden wie unsere normalen deutschen Mitarbeiter, die wir hier seit 19 Jahren haben. Das Schöne ist ja, wir haben hier noch nicht einen einzigen Sinti gehabt, der sich über das Zigeunerschnitzel aufgeregt hat. Und wir haben auch noch keinen, ich weiß gar nicht, wie momentan die korrekte Bezeichnung ist, People of Color. Im Gegenteil, wir hatten einen hier, der hat sich hier köstlich amüsiert. Der hat mit unserer Restaurantleiterin ein Video gedreht, weil er das einfach witzig fand. Wir sagen immer, solange sich keiner, den es betreffen könnte, sich bei uns beschwert, bleibt das auf der Tafel. Wenn einer kommt und sagt, pass auf, ich habe ein Problem damit, dann gehen wir hin und sagen, okay, wir nehmen es von der Tafel, alles kein Problem. Das ist der Optimismus, der mich kämpfen lässt, dass das irgendwann ein Ende hat. Und dass der Journalismus irgendwann, so wie Sie jetzt sagt, okay, ich höre es mir an, was ich daraus mache, weiß ich noch nicht und das wissen Sie auch noch nicht, aber er hört sich es erstmal an, weil es gibt so viele verschiedene Meinungen. Weil dann kann man wieder zusammen reden und sagen, so, pass auf, das gefällt mir nicht. Solange das so gespalten ist, wird das nichts werden. Ich bin in einer Zeit groß geworden, in der schwul das schlimmste Schimpfwort auf dem Schulhof war. In der kleine Jungs kleine Mädchen Nutten nannten, ohne rot zu werden. Einer meiner besten Freunde war schwarz und er musste täglich rassistische Sprüche über sich ergehen lassen. Auch von mir. Die gute alte Zeit, sie war nicht gut für jeden. Niemand will sich vorschreiben lassen, was man sagen darf und was nicht. Aber Sprache ist nun mal kein harmloses Spielzeug. Sie ist ein Werkzeug und manchmal eine Waffe. Worte können Welten bauen oder sie einreißen. Sie können heilen oder verletzen. Türen öffnen oder zuschlagen. Ich bereue vieles, was ich früher gesagt habe. Nicht, weil mir jemand die Leviten gelesen hat, sondern weil ich heute weiß, dass ich Verantwortung trage für das, was ich sage und für das, was ich damit auslöse. Deshalb versuche ich, meine Worte mit Bedacht zu wählen. Nicht aus Angst, sondern aus Respekt. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich will. Ich sehe die Meinungsfreiheit in Deutschland nicht in Gefahr. Im Gegenteil. Es gab noch nie so viel Meinung wie heute. Wir sind ein Land voller Sofa-Experten, Hobbypsychologen und Fernanalysten. Was wirklich bedroht ist unser Dialog. Denn erschreckend viele suchen kein Gespräch mehr, sondern nur noch Echokammern für die eigenen Ansichten. Toleranz fällt eben leichter, wenn man unter sich ist. Doch was wollen wir lernen, wenn wir nur noch belehren? Was wollen wir verstehen, wenn wir nicht mehr zuhören? Welche Antworten hoffen wir zu finden, wenn wir keine Fragen mehr stellen? Ja, das war ein sehr interessanter erster Tag. Werde auf jeden Fall morgen ein bisschen mehr von der Natur auch abchecken. Habe mir den Wecker um 6 Uhr morgens gestellt. Gleich mal eine kleine Wanderung machen am frühen Morgen. Habe ich richtig Bock drauf. Und ja, ist auf jeden Fall auch cool im Winter hier zu sein. Also ich finde, das hat einen richtig geilen Vibe irgendwie. Ja, ansonsten bin ich echt ein bisschen platt. Muss auch gleich mal pennen. Natürlich geht nichts über das eigene Bett daheim. Wir haben uns ja, seitdem wir wieder in Berlin sind, ein neues Bett geholt und richtig geile Bettwäsche. Darin schlafe ich wie ein König. Ich dachte immer, entscheidend für guten Schlaf sei vor allem eine gute Matratze. Also kaufte ich mir eine gute Matratze und schlief trotzdem nicht gut. Ich wurde weiterhin Nacht für Nacht aus dem Schlaf gerissen, weil ich schwitzte und immer wieder als nasser Schwamm aufwachte. Also probierte ich was Neues aus und besorgte mir die Bettwäsche von 23. Was soll ich sagen? Ich schlafe seitdem wie ein Baby und wache endlich nicht mehr schweißgebadet auf. Die Bettwäsche von 23 besteht nicht wie herkömmliche Bettwäsche aus Baumwolle oder Polyester, sondern zu 100% aus Lyocell. Und das ist einfach ein Gamechanger. Der Stoff ist weich wie Seide und gerade für empfindliche Haut ideal. Es gibt keinen Wärmestau, kein Überhitzen, mir ist weder zu kalt noch zu heiß und es fühlt sich an, als würde ich jede Nacht in einem Luxushotel übernachten.
Wenn auch ihr euren Schlaf auf ein ganz neues Level heben wollt, kann ich euch die Bettwäsche von 23 wirklich nur ans Herz legen. Es gibt momentan ein limitiertes 2-für-1-Angebot. Ihr erhaltet also beim Kauf eines Sets ein zweites gratis on top. Und mit dem Code Notizen gibt es nochmal 5% Rabatt. Ich habe euch den Link wie immer in die Infobox gepackt. Gönnt euch auf jeden Fall dieses Schlaf-Upgrade und spart mit meinem Code Notizen bei eurer Bestellung. Danke 23 für die Unterstützung bei diesem Video und vor allem für ein ganz neues Schlafgefühl. Occasionally they shout, die Mauer muss weg, the wall must go. Wir wollen keine Ausländerschweine. Hören Sie auf, wir sind hier nicht zum Fotografieren. Deutschland im Sommer 2006. Das NSU-Trio konnte sich nach dem Abtauchen die Leute, die die Gesetze machen, die sind die Schlimmsten. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir sind das Volk, verpisst euch! Die Marokkaner und Nordafrikaner, die hat genug Frauen. Ein Lastwagen ist auf einen Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz gerast. Aus, Biologie! 476 Beamte wurden verletzt. Ich bin dann aufgestanden und um die Ecke da lag sein Bruder tot. Corona ist heilbar und den Spiegel interessiert es nicht. Die schlimmste Hochwasserkatastrophe seit mehr als 100 Jahren. AfD ist mir zu links. Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende. Die Welt geht unter, Mann. Amok Chili, Digga. Veggie Burger, Sojawurst, Tofu-Schnitzel. Die einzige Frau, die ich in meinem Leben lang ernst genommen habe. Das Bürgergeld ist jetzt Geschichte. Wir sind in der längsten Wirtschaftskrise seit Gründung der Bundesrepublik. 4 Tage ohne Strom in Berlin. Es ist und bleibt unsere nationale Pflicht. Lassen wir uns überraschen, was noch kommt. Deutschland ist laut geworden in den letzten Jahren. Wir streiten intensiv darüber, wie es weitergehen soll, wie wir leben möchten, wie wir all die Krisen bewältigen und wie wir ein wohlhabendes, sicheres, freies Land bleiben können. Doch schon Nietzsche wusste, wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Was ist unser Warum? Hier im Jasmund-Nationalpark im Nordosten Rügens siedelten einst Slawen. Dann kamen die Dänen, die Schweden, die Preußen. Die Insel wurde getauft, getauscht, erobert, regiert. Sie war christlich, monarchisch, nationalsozialistisch, kommunistisch und ist heute ein Sehnsuchtsort im Ferienkatalog. Dem Wald ist das egal. Er war hier lange bevor wir es waren. Und wenn wir ihn nicht zerstören, wird er noch lange nach uns hier sein. Seit Jahrhunderten trotzen die Bäume dem Meer, dem Sturm, den Jahreszeiten. Sie stehen wie Säulen in einer alten Kathedrale. Ihr Blätterdach flimmert im Licht. Zwischen den Stämmen tanzt der Schatten. Und manchmal glaubt man hier, die Welt da draußen sei nur ein flüchtiger Traum. Ich laufe und laufe, begleitet vom Rascheln kahler Äste, von salziger Luft, die vom Meer heraufzieht, vom Knacken des Waldbodens und der Stille zwischen meinen Schritten, als würde sie Rücksicht nehmen auf einen Geist, der Ruhe sucht. Diese Landschaft will nichts, außer da zu sein. Und auch ich will nichts, außer hier zu sein. Ich erinnere mich an unsere ersten Jahre in Deutschland. Als meine Verwandten und ich noch in Aussiedlerheimen lebten und wir an den Wochenenden gemeinsam in den Wald gingen. 3 Generationen, Einweggrill und Bratwurst. Plastiktüten voller Brot, Tee und Wodka. Die Alten spielten Karten auf umgestürzten Baumstämmen. Wir Jungen tobten umher zwischen Fichten und Kiefern. Und für ein paar Stunden waren wir frei, glücklich und keine Fremden. Der Wald schenkte uns ein Gefühl von Heimat, lang bevor es die Menschen taten. Er fragte nicht, woher wir kommen, er fragte nicht, was wir hier suchen. Ihm war egal, was wir dachten, woran wir glaubten, ob wir Deutsch sprachen oder Russisch. Er nahm uns einfach auf, ließ uns sein und erinnerte uns an das, was wir manchmal zu vergessen drohten. An unser Warum. So, die Wanderung war wirklich schön. Ja, hat einfach auch gut getan, diese Stille zu genießen. Ist natürlich eine andere Hausnummer hier als in Berlin. Ich hätte gerne noch ein bisschen länger dort verbracht. Also ich wäre gerne noch ein bisschen weiter die Küste Richtung Norden gegangen. Ich habe aber jetzt einen Termin sozusagen. Also ich treffe mich mit einer Gesprächspartnerin, ja, und freue mich da auch schon sehr drauf. Und
Ja, deshalb musste ich jetzt ein bisschen früher als erhofft losfahren. Aber ja, schön ist es hier. Schön ist es hier. In der wohl schönsten Bucht Rügens ragt ein grauer Koloss aus dem Küstenwald wie ein überdimensionales UFO. 4,5 Kilometer Beton, errichtet von den Nazis. Geplant als Urlaubsparadies für 20.000 Menschen. Und als Schulungsort für das, was sie Volksgemeinschaft nannten. Reiselust und Rassenwahn, vereint unter einem Dach. Der Krieg setzte den Plänen ein Ende. Doch bizarrerweise wurden sie Jahrzehnte später zumindest in Teilen doch realisiert. Der Koloss von Rügen lebt. Denn ein Großteil des einstigen Monstrums wurde privatisiert, saniert und wird heute touristisch genutzt. Nur ein kleiner Abschnitt blieb wie er war. Dort sitzt das Dokumentationszentrum Prora. Der Verein klärt darüber auf, was dieser Ort einmal werden sollte. Und erschließt damit eine wichtige Lücke in der Erinnerungslandschaft dieses Landes. 85.000 Besucher kommen jedes Jahr hierher, umgeben von Wänden, in denen auch im Sommer eine beißende Kälte wohnt. Ich finde schon, man hätte hier durchaus ein bisschen behutsamer vorgehen können. Ich finde, man hätte mehr historische Spuren bewahren müssen. Und jetzt gibt man sich eigentlich mehr Mühe, dass man eben nicht mehr so viel aus dieser Geschichte sieht, um es eben kommerziell besser nutzen zu können, letztlich. Ja, also dadurch, dass die Gebäude da noch stehen, haben wir eine haptische Erfahrbarkeit, die an vielen anderen Orten gar nicht mehr so gegeben ist. Und der Ort war ja nun mal besonders. Ja? Also ich finde, man kann diese vermeintliche Attraktivität, die angeblich schöne Seite der Diktatur praktisch, mit der man da geworben hat, die kann man hier schon noch aufzeigen. Ja, deswegen wäre es so wichtig, so einen Ort natürlich auch mit einer Bildungsstätte zugänglich zu machen praktisch. Und ich finde, dass es exakt gerade heute nochmal eine besondere Bedeutung hat, ja, angesichts des rechtspopulistischen und rechtsextremen Andrangs, den wir hier gerade sehen in diesen letzten Jahren, sollte man das nochmal umso mehr in den Fokus nehmen, wie diese Dinge funktioniert haben. Es ist ja nicht so, dass damals alle gezwungen worden wären, Anhänger des NS-Systems zu sein, so, sondern viele haben es getragen. Und ich finde schon, dass man angesichts solcher Orte über sowas sprechen kann. Mit Blick auf die Frage, dass wir jetzt hier eine inzwischen blaue Insel haben, das ist so. Und das finde ich sehr schade. Aber abgesehen davon, um das kurz zu sagen, es kann ja auch nicht so bleiben. Also wir sind hier in einer Ecke, wo wirklich die sehr stark von Tourismus lebt. Die ganze Insel lebt vor allen Dingen von Tourismus. Und die Mitarbeiter in den verschiedenen Gaststätten und Hotels, kann man sagen, das sind häufig nicht Einheimische, die da arbeiten. Und wenn die sich hier nicht mehr wohlfühlen, dann gehen die. Und dann muss man mal sehen, wie man das denn macht. Auch unter diesem Aspekt ist es nicht uninteressant, wie da die Entwicklung in den nächsten Jahren aussehen wird. Fühlst du dich noch wohl? Ich finde es unheimlich. So. Aber ich finde, man darf sich da nicht abschrecken lassen. Letztendlich muss man, glaube ich, in die Begegnung, in die Debatte, ins Gespräch gehen mit Menschen und auch wenn es manchmal sehr schwer fällt. Deutschland steckt in einer Identitätskrise. Es tobt ein Kulturkampf um die Frage, was für ein Land wir eigentlich sein wollen. Doch was ist Kultur? Was gehört dazu und was nicht? Wer entscheidet das? Was ist Deutsch und was nur noch Erinnerung daran? Ein Museum ist Kultur, aber Kultur ist kein Museum. Kein Denkmal aus Stein. Sie lebt, sie wächst, sie wandelt sich. Sie fließt, wenn wir sie lassen. Und sie stirbt, wenn wir versuchen, sie einzumauern oder zu verkaufen. Nach der Wende gehörte der Strand von Prora den Rüganern.
Ein Zufluchtsort fernab vom Trubel im Binz. Hier mit den Ruinen der Vergangenheit im Rücken schien die Zukunft weit offen, grenzenlos. Doch dann wurde Geschichte übertüncht. Abgeschliffen, gestrichen, verputzt. Ein Ort, der irgendwie unbequem war, wurde umgebaut, damit er sich gut anfühlt. Heute sind die Parkplätze reserviert. Für die Eigentümer hinter den gläsernen Balkonen. In der Hauptsaison genießen Gäste aus der ganzen Republik den Blick aufs Meer. In der Nebensaison sind die Cafés geschlossen und die Wohnungen leer. Ein Rückzugsort für die Insulaner ist Prora längst nicht mehr. Hier sind sie Fremde im eigenen Land. Ich sehe das so. Deutsche Kultur geht nicht verloren, weil wir uns erinnern, sondern weil wir vergessen, was uns ausmacht. Sie stirbt nicht an Mahnmalen für die Vergangenheit, sondern an glatt polierten Ferienburgen, die aussehen, als hätten sie nie eine Geschichte gehabt. Sie verschwindet nicht mit der Dönerbude an der Straßenecke, sondern mit der 10.000. McDonalds-Filiale, in der alles nach Plastik schmeckt. Mein Problem im Stadtbild sind keine syrischen Familien, die im Park ihr Brot teilen, sondern Städte, in denen kein Mensch mehr auf einer Bank sitzt, weil die Schaufenster dunkel sind, weil die Mieten steigen und das Leben weicht, weil jeder freie Platz verkauft wird, an Investoren, nicht an Ideen. Unsere Identität verlieren wir nicht durch Vielfalt, sondern durch Vereinzelung. Wenn Orte, die einst der Gemeinschaft gehörten, heute nur noch wenigen gehören. Wenn Freiräume verschwinden und Begegnungsstätten erodieren. Denn wenn wir einander aus den Augen verlieren, dann verliert sich auch das Wir. Mit Work-Life-Balance und 4-Tage-Woche lässt sich der Wohlstand unseres Landes, den wir heute haben, in Zukunft nicht erhalten. Und deswegen müssen wir mehr arbeiten. Demnach soll unter anderem die Rente mit 63 wegfallen. Das Arbeitslosengeld soll es nur noch für ein Jahr geben. Und der Zahnarztbesuch soll künftig keine Kassenleistung mehr sein und aus eigener Tasche bezahlt werden. Anhand der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit in Deutschland ist das Arbeitsvolumen auf dem höchsten Stand seit der Wende. 20% wird allein mehr gearbeitet im Vergleich zu von vor 20 Jahren. Das sind die tatsächlichen Zahlen. Welche haben Sie denn? Wie können wir davon ausgehen, dass Sie hier die Wahrheit sagen? Das steht nicht im Widerspruch. Wie einige von euch wissen, checke ich immer morgens erstmal die Nachrichten, richtig Oldschool-Style. Manchmal hole ich mir sogar eine Tageszeitung und blättere durch. Und ja, ich muss schon sagen, dass so in den vergangenen Monaten es wirklich so ist, dass mich das auch echt ein bisschen wütend macht. Also die gesellschaftspolitischen Entwicklungen in Deutschland. Also wenn wir reisen waren und ich so mitbekommen habe, dass in Deutschland sehr viel gemeckert wird, konnte ich das manchmal nicht so recht nachvollziehen. Aber mittlerweile kann ich das. Beziehungsweise bin angesteckt worden von der deutschen Meckerkultur. Und ich bin da halt ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits, ja, natürlich geht es uns vergleichsweise doch relativ gut und das ist manchmal auch ein Meckern auf hohem Niveau, was manche Themen betrifft. Andererseits gibt es auf jeden Fall auch Probleme und es sieht manchmal nicht so danach aus, als würden diese Probleme dadurch gelöst werden, was gerade so für politische Entscheidungen getroffen werden. Also es ist alles ein bisschen so nicht so in die Zukunft gerichtet. Es mangelt irgendwie an Vision und ja, es ist alles immer so reaktionär und wirkt nicht so gestalterisch. Vielleicht meckern wir auch zu wenig. Also das muss man auch so sagen, wenn man das irgendwie auch so historisch vergleicht. Wir Deutschen sind ja nicht gerade bekannt für unseren revolutionären Geist. Und klar, wenn man jetzt die jüngere Geschichte anschaut, gab es dazu vielleicht auch nicht immer Grund, dass wir irgendwie auf die Barrikaden gegangen sind. Aber nichtsdestotrotz sind wir auch ein bisschen Duckmäusertum-mäßig unterwegs in manchen Angelegenheiten. Genug gefaselt. Ich mache mich gleich mal auf den Weg und freue mich auf den heutigen Tag. Deutschland ist alt geworden. Nicht nur demografisch, sondern auch in den Herzen, in den Köpfen, in den Knochen. Unser Bildungssystem stammt aus dem 19. Jahrhundert, unsere Infrastruktur aus dem 20. und unser Blick auf die Welt wirkt, als säßen wir noch immer im Kalten Krieg. Wir leben im Gestern, obwohl das Morgen längst begonnen hat.
Und so erinnern wir uns lieber ans Jahr 2016, als uns vorzustellen, wie wir 2036 leben möchten. Doch eine Gesellschaft, die nur noch im Fotoalbum blättert, hat keine Zukunft. Früher, als das Internet noch jung und unschuldig war, kursierte mal ein Spruch durch zahlreiche Facebook-Gruppen. Wer mit 20 nicht links ist, hat kein Herz. Wer mit 40 noch links ist, keinen Verstand. Das hat mich damals irgendwie tierisch geärgert. Heute stimme ich dem Kern der Aussage zu. Denn ja, funktionierende Gesellschaften brauchen ein Gleichgewicht. Zwischen konservativ und progressiv, zwischen jenen, die bewahren und jenen, die verändern. Zwischen Wurzeln und Flügeln, Erfahrung und Aufbruch, alt und jung. Doch dieses Gleichgewicht existiert nicht mehr. Ich sehe junge Menschen, die versuchen, ihren Platz zu finden in einem Land, das ihnen keinen mehr bietet. Und mit jedem Job, den KI übernimmt, mit jeder Wohnung, die unbezahlbar wird, mit jedem Dorf, das schrumpft, mit jeder Schule, die schließt, mit jedem Kind, das nicht geboren wird, verblasst ein weiteres Stück Zukunft. In anderen Ländern ist die Gen Z eine Macht. Sie geht auf die Straße, stößt Regierungen, erzwingt Wandel. Und hier wird sie belächelt. Zu sensibel, zu bequem, zu verwöhnt. Wie fühlt es sich an, Teil einer ganzen Generation zu sein, die nicht ernst genommen wird? An diesem frostigen Morgen steige ich auf eine Fähre nach Hiddensee. Ein kleines Eiland nordwestlich von Rügen. Die Sonne bricht durch den Dunst, die Ostsee ist gefroren. Das Schiff schiebt sich durchs Eis, während Möwen kreisen und Schwäne in der Ferne treiben. Ich bin verabredet mit Malte, 19 Jahre alt, aufgewachsen auf Rügen. Und einer, der nicht resigniert. Seit er 12 ist, engagiert er sich. Er brachte Fridays for Future auf die Insel, organisierte Demos, stellte sich dem Rechtsruck entgegen und hielt durch, auch wenn der Wind rauer wurde. Ich will von ihm wissen, was ihn antreibt, was er sich wünscht und was ihn hoffen lässt. In meinem Kindesalter haben wir so sehr ländlich gewohnt, 3-Häuser-Dorf. Da kamen morgens die Rehe in den Garten und ja, ich hatte eine unbeschwerte Kindheit, was das angeht. So in der Natur aufzuwachsen war wirklich schön und ja, hatte da eine tolle Zeit. Und durch meine Eltern war ich schon immer so politisch interessiert, habe das auch mitverfolgt, habe mich auch für Nachrichten so generell interessiert. Aber so richtig aktiv geworden bin ich erst, als ein Freund von mir meinte, ja, meine Mutter hat mir erzählt, in der Tagesschau kam gestern was über Fridays for Future an. Das wäre doch super, sowas hier auch zu machen. Und weil es das vorher nicht gab, weil es keine andere Gruppierung gab, die das auf Rügen übernommen hat, haben wir gedacht, warum nicht wir? Wir sehen da eine Wichtigkeit. Also es ist extrem wichtig, auch auf Rügen für Klimaschutz einzustehen. Ich glaube, die meisten fanden das gut und finden das gut. Wir haben das ja in der Klasse quasi so gegründet, haben unterschiedliche Aufgaben aufgeteilt, Versammlungsleitung, Versammlungsanmeldung, wer kümmert sich um Flyer, wer druckt die Flyer, alles so war so ein bisschen geteilt und es hat schon echt Spaß gemacht, so in diesem Klassenverband das zu organisieren. Ja, dann gab es den Schulleiter, der das eher nicht so gut fand, der eigentlich uns eher auch untersagt hat, so Sachen zu machen oder ja auch uns nicht erlaubt hat, Flyer in der Schule zu verteilen oder aufzuhängen und sowas. Also da wurde schon unterschiedlich drauf reagiert. Viele haben so mit der Zeit auch sich anders positioniert später oder auch Mitschüler aus unteren Klassen oder sowas, die dann Hassnachrichten in den Kommentare schreiben und alles so Dinge. Also da war es jetzt nicht nur einfach. Ne? Auch auf der Straße oder auch Leute, die einen Spruch zurufen und sowas. Aber da hat mich immer mehr geärgert, dass wir diese Leute anscheinend noch nicht überzeugt haben, als dass mich das irgendwie so persönlich getroffen hat. Ich finde es auch gut, wenn andere Leute sich mit anderen politischen Haltungen, wenn sie sich engagieren eben, aber nur auf der Couch rumsitzen und meckern, das ist eben nicht die Lösung. Aber wenn man auf die Straße geht, dann finde ich das erstmal schon mal gut. In den vergangenen 7 Jahren ging ich nicht auf die Straße. Ich ging auf Reisen, um die Welt. Es war mitunter bizarr, einen Traum zu leben, während um mich herum immer mehr Träume platzten. Doch zwischen Dschungeln und Wüsten, zwischen Bergen und Meeren lernte ich, wie schwer es ist, sich in der heutigen Zeit nicht selbst zu verlieren. Als Mensch, als Gesellschaft, als Land. Und so faszinierten mich vor allem Orte, die noch nicht ins starre Korsett der Moderne gepresst wurden. Orte mit Eigensinn, mit Charakter, mit einem Gesicht, das keine Maske braucht. Orte wie Hiddensee. Denn auf diesem schmalen Streifen Land, der einer sandigen Sichel aus Weite und Wind gleicht, scheint die Zeit ein Stück weit stillzustehen. Knapp 900 Einwohner leben hier. Der Tourismussektor wird seit Jahrzehnten kaum ausgebaut. Ein erheblicher Teil der Fläche noch immer landwirtschaftlich genutzt. Private Autos sind bereits seit einem Jahrhundert verboten. Die Menschen fahren Kutsche oder Rad auf Wegen, die nicht zu einem Starbucks führen, sondern zu einer Stille, die kostbar geworden ist in einer lauten Welt.
Doch im Sommer letzten Jahres wurde es auch hier kurz laut. Der Grund: die Gemeinde feierte ein Indianerfest. Bewusst so genannt, aus Trotz gegen vermeintliche Sprachverbote. Es folgten Schlagzeilen, Proteste, Applaus, ein Kulturkampf im Kleinformat. Ich persönlich bezweifle, dass sich Indigene auf der anderen Seite des Atlantiks darum scheren, wie irgendein Bürgermeister auf einer Ostseeinsel sein Dorffest nennt. Was ich mich aber frage: Warum eigentlich Indianer? Ab dem 7. Jahrhundert siedelten die Ranen auf Rügen und Hiddensee. Ein westslawisches Volk mit eigener Sprache, eigenen Göttern, eigener Kultur. Gefürchtete Seefahrer, heidnische Bräuche, verlorene Lieder, vergessene Geschichten. Warum also kein Ranenfest? Eine Feier für Groß und Klein, eine, die den eigenen Wurzeln frönt, statt Westernmärchen zu imitieren. Vielleicht wissen wir manchmal nicht so recht, wohin wir wollen, weil wir nicht erzählen, woher wir kommen. Dabei schwimmt dieser manchmal spröde, oft zerrissene, aber zutiefst faszinierende Flecken namens Deutschland in einem Ozean aus eigenen Geschichten. Geschichten von Freude und Schmerz, von Fall und Aufstieg, von Wandel und Vielfalt, von Menschen, die kamen, von denen, die gingen und von jenen, die zurückkehren, so wie Malte. Nach dem Abi kaufte er sich mit 2 Freunden ein Segelboot. Für €1. Ein Jahr lang reisten sie damit durch Europa. Und nun ist er wieder hier. Es war eine wunderbare Erfahrung einfach und hat einem einfach die Welt gezeigt, oder so einen Teil der Welt gezeigt und halt durch Segeln halt, wo man sowieso doch auch Spaß dran hat und einfach diese Zeit hat für sich so auf dem Wasser einfach mal, das brauchte ich auch einfach mal, so eine Pause von diesem Politischen, auch einfach so ein bisschen so einfach die Seele baumeln zu lassen und mal nichts zu machen. So. Und das hat mir schon sehr gefallen. In Italien gerade und auch Spanien waren die Leute halt wirklich, haben viel auf der Straße gefeiert, viel auf der Straße, viel draußen gemacht, waren einladend und super nett. Und ich glaube, in Norddeutschland schreibt man auch insbesondere zu, auch so ein bisschen eher kalt zu sein und Leute mit skeptischem Blick zu behandeln. Und das ist, glaube ich, schon was ich festgestellt habe, was mir auch schon vorher klar war, aber was natürlich auffällt, wenn man nach Deutschland wieder zurückkommt, dass es eben schon so ist, dass jeder so ein bisschen auch sein Ding macht oder so argwöhnisch beguckt, was man so macht und nicht so einladend, nicht so offenherzig vielleicht ist wie in anderen Ländern. So. Ich hatte erst gedacht nach dem Abi, dass ich raus möchte, also dass ich irgendwo anders auch studieren möchte, habe dann aber eben diese Segelreise gemacht, wo ich ja wirklich ein Jahr komplett woanders war und dann für mich einfach auch festgestellt habe, vielleicht musst du gar nicht so weit weg. Also du hast Großeltern, die schon in einem hohen Alter irgendwie sind und willst irgendwie schon auch bei der Familie wieder sein und gleichzeitig auch so eine Verantwortung irgendwie haben, eine politische, vielleicht auch einfach für das politische Klima hier, für Veränderungen. Und ich glaube, das ist schon so im Osten oder so im ländlichen Raum, dass es wenige Leute gibt, die so für Klimaschutz kämpfen oder gegen Rechtsextremismus. Und das wäre schade, habe ich von vielen Ecken eben gehört, dass es schade wäre, wenn Leute wie ich eben gehen. Und deswegen war es auch so eine Mischung aus verschiedenen Entscheidungen, warum ich gesagt habe, ich bleibe erstmal hier in der Nähe auf jeden Fall, in Greifswald. Aber ja, perspektivisch würde ich auf jeden Fall gerne nach Rügen zurück. Das ist immer schwierig, ob das mit dem Job später vereinbar ist. Das ist ja voll ein Grund. Aber ich denke, ja, mit zunehmender Digitalisierung und Möglichkeit von Homeoffice und so hoffe ich, dass ich da eine Lösung finde, weil das schon ein schönes Leben so ist auf Rügen und ja, gleichzeitig eben diese Verantwortung, was dafür zu machen, eben irgendwo da ist und ich das gern kombinieren würde, hier weiterhin zu wohnen.
So, ich packe gerade meine Sachen. Ich werde Rügen morgen verlassen und meine kleine Deutschlandtour fortsetzen. Ja, es waren auf jeden Fall ein paar intensive, interessante Tage. Ich habe jetzt auch mehr Fragen als zuvor und ich finde, das ist immer ein gutes Zeichen. Und was ich wirklich so beispielhaft finde für die aktuelle Situation in Deutschland und auch dementsprechend auch ein bisschen traurig, darüber habe ich im Video noch gar nicht gesprochen. Und zwar geht es um das LNG-Terminal, das hier im Jahr 2024 eröffnet wurde und gebaut wurde. Und ja, dagegen hat sich sehr viel Widerstand geregt innerhalb der Bevölkerung. Ein breiter Widerstand, also sowohl links als auch rechts. All diese Leute sind anfangs auch zusammen auf die Straße gegangen. Und diese Pläne, dieses LNG-Gasterminal dort hinzupflanzen vor der Küste, das hätte man durchaus, glaube ich, kippen können, wäre die Masse sozusagen zusammengeblieben und hätte sich auf dieses Ziel, auf dieses gemeinsame Ziel fokussiert. Leider ist dem nicht so gekommen. Die Gruppen, ja, alles ist zersplittert, mehr oder weniger. Die einen wollten dann nicht mehr mit denen, die anderen nicht mit denen. Am Ende steht das Ding jetzt hier. Die Mehrheit, wirklich die Mehrheit und alle, mit denen ich gesprochen habe jetzt in den letzten Tagen, finden das scheiße. Und es ist trotzdem da. Und ja, die Politik, die es vielleicht irgendwie gut meinte und es zum damaligen Zeitpunkt auch vielleicht als alternativlos angesehen hat, hat massiv an Vertrauen verloren. Also nicht nur bei den linken und den rechten Rändern der Gesellschaft, sondern auch bei der Mitte. Und ja, das ist irgendwie so ein trauriges Beispiel auch dafür, wo wir, glaube ich, in unserem Land mittlerweile stehen. Wir verzetteln uns manchmal so in Kleinkriege und haben dann manchmal nicht mehr so die Sache im Kopf. Und ich glaube, wenn man nicht eine bestimmte Sache im Kopf hat, für die man gemeinsam einsteht und wo man dann vielleicht, wenn es um diese eine Sache geht, vielleicht auch über Differenzen hinwegsieht, die man anderswo hat, dann wird es schwierig. Am Ende sind da irgendwie nur Verlierer. Ja, das hat mir so in den letzten Tagen echt zu denken gegeben und jetzt auch zum Abschluss. Und ja, ich glaube, mit diesem Gedanken werde ich jetzt auch Rügen verlassen. Leute, wenn ihr jetzt vielleicht eine Idee habt für ein Thema oder jemanden kennt, mit dem ich unbedingt sprechen sollte oder einen Ort, den ich unbedingt besuchen sollte oder ihr selbst vielleicht auf einen Missstand aufmerksam machen wollt oder mir etwas Cooles vielleicht auch vorstellen wollt, etwas Inspirierendes, etwas Hoffnungsvolles, schreibt mir bitte eine E-Mail an eugenvonunterwegs@gmail.com. Die E-Mail-Adresse findet ihr auch in der Videobeschreibung oder schreibt es einfach in die Kommentare. Und ja, das hilft mir extrem weiter. Ansonsten gerne auch Feedback jeglicher Art, also Kritik, Anmerkungen, was hat euch gefallen, was hat euch nicht so gut gefallen. Das hilft mir, damit die nächsten Videos einfach auch noch besser werden. Und ja, wenn euch dieses Video aber gefallen hat, ja, ihr kennt das Spiel, würde mich wahnsinnig freuen über einen Like oder ein Abo, falls ihr den Kanal noch nicht kennt. Und ja, es gibt da diese Hype-Funktion bei YouTube. Also wenn ihr das Video hypt, dann wird es mehr Leuten vorgeschlagen und ja, dadurch steigt dann die Reichweite. Das hilft mir extrem weiter. Kostet euch im Endeffekt nur einen Klick. Und ich packe hier mal zu Ende, gehe nochmal eine Runde duschen und dann ins Bettchen. Und dann fahren wir morgen los und lüften das große Geheimnis, wohin das als nächstes geht. Und damit verabschiede ich mich aus Rügen. Ich habe eine zum Teil gefrorene Ostsee erlebt, Polarlichter gesehen, Menschen getroffen, von denen ich viel mitnehme. Ich würde sagen, das war ein gelungener Auftakt für meine Reise durch Deutschland. Und nun geht es weiter. Zurück aufs Festland, Richtung Süden, in meine Wahlheimat Berlin. Ich habe schon oft Videos in Berlin gedreht, aber noch nie eins über Berlin.
Es wird Zeit. Denn ich glaube, man muss über unsere Hauptstadt sprechen, wenn man dieser Tage über unser Land erzählen will. Ich freue mich drauf, die Stadt von einer anderen Seite kennenzulernen. Durch die Augen der Menschen, die hier leben.